Heute machen wir super einfach und schnell diesen leichten Apfelkompott. Als erstes beginnen wir damit, die Äpfel zu schälen. Dafür habe ich säuerliche Äpfel, Alster oder Beerbohnen. Dann entkernen, dafür einmal den Apfel teilen. Und das Kerngehäuse rausmachen. Jetzt nur noch würfeln, einfach einen Streifen, grob würfeln. So, als nächstes den Herd einschalten, so ungefähr auf 7 oder 8. Hier geben wir dann jetzt die Äpfel rein. 50 Milliliter Wasser. Statt Wasser kannst du, wenn du magst, auch Wein nehmen, dann wird es ein bisschen runder. Ein Spritzer Zitrone. Ein halber Teelöffel Vanillezucker, Zimt und nochmal einen Teelöffel normalen Zucker. Du kannst aber auch Honig nehmen, wenn du möchtest. Das Ganze jetzt erstmal einrühren und für 5 bis 10 Minuten köcheln lassen. So, zwischendurch immer mal wieder umrühren. Wenn es zu stark kocht, auch leicht runterschalten und dann einfach weich einkochen lassen. So, die ersten 5 Minuten sind um. Hier nochmal leicht einrühren. Die sind auch schon relativ weich. Und dann lege ich den Deckel nochmal so leicht dran, damit das Wasser noch ein bisschen verdunstet und lasse nochmal einen Moment weiter kochen. Schauen wir mal, was unser Apfelkompott macht. Ja, die sind schön weich. Du kannst es jetzt entweder schon direkt so lassen oder wie ich noch ein bisschen zermatschen. Ich schalte den Herd auch schon mal aus. Entweder mit einer Gabel oder wie ich es mache mit einem Kartoffelstampfer. Ich gehe da einfach nochmal so ein bisschen rein und mache die noch so ein bisschen kleiner. So, hier ist jetzt mein fertiger Apfelkompott. Ich esse dazu Kaiserschmarrn. Schreib du mir doch in die Kommentare, was du dazu am liebsten isst.